Ja, hallo Leute, willkommen bei Bushcraft in Nature. Heute möchte ich euch auf eine Gefahr im Wald hinweisen, die fast niemand kennt. Wir hatten hier seit circa 8 Wochen Trockenheit und immer über 30 Grad. Und genau das kann auch eine ganz andere Gefahr mit sich bringen. Eine Gefahr, die man auf den ersten Blick gar nicht sieht, der sogenannte Sommerastbruch. Dabei können selbst große, scheinbar gesunde Äste plötzlich und ohne erkennbare Vorwarnung abbrechen. Unter bestimmten Umständen sogar ganze Teile einer Baumkrone und das bei völlig windstillem Wetter. Genau das macht den Sommerastbruch so gefährlich. Sind Laub- und Nadelwälder gleich stark betroffen? Sommerastbruch kann sowohl in Laub- wie auch in Nadelwäldern auftreten. Laubwälder sind aber besonders stark gefährdet, wenn dort große alte Bäume mit ausladenden Ästen oder großen Baumkronen stehen. Aber woran können wir nur erkennen, dass wir in einem Wald besonders vorsichtig sein müssen? Erstens die Wetterlage. Besonders aufmerksam sollte man nach längerer Hitze und Trockenheit sein. Kritisch sind außerdem heiße, windstille Wetterlagen. Überraschenderweise kann Sommerastbruch auch bei ruhigem Wetter und nach kräftigem Regen, der eine längere Trockenperiode beendet, auftreten. Vorzeitige Braunfärbung, welke Blätter oder ungewöhnlicher Blattfall können auf starken Hitze- und Trockenstress hinweisen. Gerade bei Buchen ist das derzeit ein häufig beobachtetes Zeichen. Hier zum Beispiel haben wir eine Buche, die besonders gefährdet ist. Ein richtiges Paradebeispiel für den Sommerastbruch. Große, ausladende Äste, die bis zum Weg runtergehen. Genau das sind die Kandidaten, die dann abbrechen. Punkt Nummer 3, sehr trockener Waldboden. Besonders aufmerksam sollten wir in alten Waldbeständen sein. Große alte Bäume besitzen häufig weit ausladende und schwere Äste. Zusammen mit starkem Trockenstress kann das Risiko für plötzlich auftretenden Astbruch erhöht sein. Doch Vorsicht, auch ein Baum, der äußerlich völlig gesund aussieht, kann betroffen sein. Ja, wie entsteht der Sommerastbruch denn nun? Hier eine Infografik, wie ein Sommerastbruch, der auch Grünastbruch genannt wird, entsteht. Ein Ast wirkt wie ein Hebel. Durch sein eigenes Gewicht entstehen am Astansatz hohe Kräfte, das sogenannte Biegemoment. Dabei entstehen auf der Oberseite Zugkräfte und auf der Unterseite Druckkräfte. Bei anhaltender Hitze und Trockenheit gerät der Baum zusätzlich unter Stress. Dabei können sich Wasserhaushalt und innere Spannungsverhältnisse verändern. Der genaue Mechanismus des Sommerastbruchs ist allerdings bis heute nicht vollständig geklärt. Zusätzlich wirken das Eigengewicht des Astes, das Blattwerk und weitere Belastungen. Wird die Belastungsgrenze des Holzes überschritten, versagen die Fasern und der Ast bricht plötzlich ab. Und das kann sogar bei völliger Windstille passieren. Welche Baumarten sind denn nun besonders stark gefährdet? Nicht jede Baumart ist gleich stark vom Sommerastbruch betroffen. Besonders häufig werden große und ausladende Äste bei Buche, Pappel und Weide beobachtet. Auch Birke und Fichte können betroffen sein. Bei Esche, Rosskastanie, Ahorn, Linde und Douglasie wird das Risiko eher im mittleren Bereich eingeordnet. Als vergleichsweise widerstandsfähig gelten unter anderem Eiche, Hainbuche, Feldahorn, Elsbeere und Speierling. Das bedeutet aber nicht, dass diese Bäume völlig sicher sind. Bei extremer Hitze und anhaltender Trockenheit kann grundsätzlich jeder Baum Äste verlieren. Welche Bereiche im Wald sind denn besonders betroffen? Sommerastbruch kann grundsätzlich überall auftreten. Besonders kritisch sind jedoch Standorte, an denen Bäume bei Hitze und Trockenheit schnell unter Wasserstress geraten. Dazu gehören Süd- und Südwesthänge, flachgründige und steinige Böden sowie trockene Hanglagen. Auch warme, trockene Waldgebiete sind stärker betroffen. An offenen Lagen und Waldrändern kommen zusätzlich Sonne, Wind und eine höhere Verdunstung hinzu. Dadurch verlieren Bäume schneller Wasser.
Wichtig ist deshalb, gerade während längerer Hitze- und Trockenperioden solltest du gefährdete Bereiche nicht unterschätzen, Warnzeichen beachten und längere Aufenthalte unter großen Baumkronen möglichst vermeiden. Was sollte man denn nun bei höherer Sommerastbruchgefahr meiden? Ja, den längeren Aufenthalt unter großen alten Bäumen mit ausladenden Kronen, da ist die Gefahr natürlich besonders groß. Zweitens, Lagerplatz nicht direkt unter großen Kronen wählen. Ein natürlicher, überdachter Lagerplatz ist bei Trockenstress nicht unbedingt die beste Wahl. Drittens, Fahrzeuge nicht unter großen Bäumen abstellen, weil natürlich auch hier herabfallende Äste euer Fahrzeug beschädigen können. Und zum Schluss, viertens, bei Wind, Böen, starken Gewitter sofort den Gefahrenbereich verlassen, weil sich das Risiko hier nochmal um einiges erhöht. Ja, kann man sich denn vor Sommerastbruch sicher schützen? Das Fazit. Die ehrliche Antwort lautet hier leider nein. Eine 100%ige Sicherheit gibt es nicht. Aber wir können das Risiko deutlich reduzieren, Risiken erkennen, aufmerksam bleiben und unser Verhalten anpassen. Denn mit dem richtigen Wissen und etwas Vorsicht können wir sicherer unterwegs sein. Bleib also wachsam und genieße die Natur mit Respekt. Ja, das war das Video zum Sommerastbruch. Ich denke, für den einen oder anderen was ganz Neues, ein neues Thema, was ihr noch nicht so auf dem Schirm hattet. Ich hoffe, ihr konntet viel Informationen mitnehmen und euch hat das Video gefallen. Und denkt dran, Bushcraft heißt nicht nur draußen unterwegs zu sein, sondern auch die Natur zu verstehen und die Gefahren zu erkennen. Nur so ist man sicher im Wald unterwegs. Also, bis dann, macht's gut, euer Detlef. Ciao, tschüss.